Willkommen beim Medizinmann. Laut Statistischem Bundesamt gibt es in Deutschland mehr als 400.000 praktizierende Ärzte. Eine große Auswahl. Wem davon soll man vertrauen? In diesem Video erfahrt ihr, welche Arten von Ärzten es gibt, was es bei der Auswahl eines Arztes zu beachten gilt und Strategien, mit deren Hilfe ihr den oder die Richtige für euch findet. Um einen guten Arzt zu finden, ist es sehr hilfreich, eine Übersicht zu haben, welche Arten von Ärzten es gibt und wie die Bezeichnungen dafür lauten. Falls ihr damit schon vertraut seid, könnt ihr diesen Teil des Videos natürlich überspringen. Grundsätzlich gibt es eine Gruppe von Chirurgen. Das sind diejenigen Ärzte, die operieren, beispielsweise Blinddarmoperationen durchführen, Gallenblasenoperationen. Und hier ist natürlich ein gewisses manuelles Geschick sehr, sehr wichtig. Die zweite große Kategorie sind die sogenannten Internisten. Internisten sind fokussiert auf die Diagnose und Behandlung von meist chronischen Erkrankungen, meistens mit Medikamenten. Im Laufe der Zeit haben sich natürlich beide Gruppen, Chirurgen und Internisten, sehr viel weiter spezialisiert, sodass nun auch Internisten gewisse Zusatzspezialisierungen haben können. Beispielsweise eine Kardiologin ist eine Ärztin, die spezialisierte Ausbildung für das Herz abgeschlossen hat. Ein Pulmologe hat eine Lungenausbildung spezialisiert. Beide sind Internisten, aber haben eine besondere Spezialisierung für ein Organsystem. Ebenso bei den Chirurgen gibt es Allgemeinchirurgen, aber es gibt auch viele spezialisierte Chirurgen, beispielsweise Herzchirurgen, die auch nur auf ein bestimmtes Organ operieren. Also welche Art von Arzt ist für mich denn der wichtigste? Und ganz klar, durch diese Vielzahl an möglichen Spezialisten in beiden Bereichen, Schlüssel ist ein guter Hausarzt. Das kann man sich ganz leicht vorstellen. Sagen wir, ein Patient kommt wir haben Atemnot und kommen zum Hausarzt. Ein guter Hausarzt, eine gute Hausärztin wird diesen Patienten untersuchen und dann eine gewisse Erstuntersuchung machen, die korrekte Anamnese, also sehr viel Daten sammeln und dann basierend auf diesen Informationen und Untersuchungen, beispielsweise ein Belastungs-EKG, Blutbild und so weiter, entscheiden, ob dieser Patient einen weiteren Spezialisten benötigt und auch, falls er oder sie das benötigt, welchen. Häufige Situation in Deutschland gerade ist das System der sogenannten freien Arztwahl. Also hier bedeutet es, dass wir als Patienten das Recht haben, jeden Arzt zu konsultieren. Die Krankenkasse zahlt das allgemein, auch ohne Überweisung. Was natürlich mehr Freiheit hat, hat aber Probleme zur Folge. So könnte jetzt ein Arzt mit Atemnot natürlich schlussfolgern, dass er ein Lungenproblem besitzt und einen Pulmologen aufsuchen. Es ist aber genauso gut möglich, dass er überhaupt kein Lungenproblem hat, sondern vielleicht ein Herzproblem. Das könnte dann wieder zu weiteren Überweisungen führen. Oder er könnte sich entscheiden, einen Chirurgen aufzusuchen, aber einen Internisten brauchen. Oder es gibt natürlich auch noch andere Spezialisten, von deren Existenz man als Patient vielleicht noch gar nicht weiß. Es könnte auch ein psychiatrisches Problem sein und so weiter. Das heißt, diese direkte Suche des perfekten Arztes in dieser Situation ist nicht zu empfehlen. Es ist viel, viel besser, wenn man sich einen guten Hausarzt sucht, dem man vertraut und dann kann man auch auf die Expertise, nicht nur die medizinische Expertise, sondern auch auf die Systemexpertise dieses Hausarztes, dieser Hausärztin zugreifen. Mit dem Hausarzt das Gesundheitssystem erfolgreich navigieren. Also die Frage, eine völlig natürliche Frage als Patient, welcher Arzt kann mir helfen? Also bevor diese Frage ist, steht erstmal die Frage, bin ich krank? Für die Beantwortung dieser Frage ist der Hausarzt sehr, sehr gut. Wenn der Hausarzt seine Untersuchung macht die gut und keine besorgniserregenden Dinge findet, dann ist das eine sehr wichtige Information. Auch wenn eine Krankheit vorliegt, ist das eine Krankheit, für die überhaupt spezialisierte Hilfe benötigt wird? Ist das was der Hausarzt selbst behandeln kann oder ist ein Experte notwendig? Und dann kann man die beste Entscheidung treffen, welche Art von Arzt man überhaupt sehen sollte. Also entweder man bleibt beim Hausarzt oder man wird weiter überwiesen zu einem Chirurgen oder zu einem Internisten oder einer Internistin.
Charakteristika eines guten Hausarztes, einer guten Hausärztin sind damit in erster Linie effektive Kommunikation. Also das sollte jemand sein, der wirklich, der oder die im regen Austausch mit vielen Kollegen steht, oft auf Fortbildung geht, wirklich eine Networking-Person. Denn es ist ganz entscheidend, dass man weiß, welche Spezialisten in der Gegend sind, welcher Spezialist gut für welches Problem ist. Auch ein großer Vorteil ist, wenn der Hausarzt, die Hausärztin in einer Gemeinschaftspraxis mit Spezialisten ist. Das macht diese Interaktion sehr viel einfacher, auch in räumlicher Nähe, dass dann gleich ein Termin auch entsprechend vereinbart werden kann. Das ist von großer Vorteil. Also Kommunikation in allen Bereichen immer wichtiger, aber für einen Hausarzt ganz entscheidend. Ebenso die Kommunikation mit euch, mit dem Patienten. Und ganz zentral ist da auch Erklärung des Sinnes von Medikamenten. Das ist immer wieder ein Problem und der beste Weg dafür zu sorgen, dass ein Patient ein Medikament nie nimmt, ist es nicht gut zu erklären, wofür dieses Medikament dient und warum man dieses Medikament braucht. Also das muss ein Hausarzt definitiv überzeugen können. Falls euer Hausarzt das nicht kann, würde ich einen anderen suchen. Dann natürlich auch eine gewisse Gründlichkeit der Untersuchung und der Diagnose, aber auch in einer Weise, die sehr wenig invasiv ist. Gute physikalische Untersuchung, gute grundlegende Labordiagnostik und auch wirklich Low-Tech. Oft sind Patienten sehr glücklich, wenn sie sozusagen, oh, mein Arzt hat jetzt diese MRIs für mich geordert, ich bekomme jetzt diese ganzen Tests. Das ist nicht immer gut. Oft können diese Tests, wenn sie auch ungezielt durchgeführt werden, dann völlig auf falsche Fährten locken. Also was man will, ist jemand, der unvoreingenommen rangeht, die Untersuchung durchführt, auch weil immer wieder gezeigt wird, dass eine Untersuchung an sich schon eine gewisse therapeutische Wirkung hat. Also ein Patient, der von einem Arzt gründlich untersucht wird, dem geht es hinterher objektiv besser. Und deshalb auch diese Oldschool-Untersuchung sehr wichtig. Und im Bereich fachlicher Kompetenz entscheidend ist es dann auch mit den neuesten Richtlinien up-to-date zu sein. Also, und das sind da auch wirklich diese häufigen Dinge. Also Sachen wie Bluthochdruck, Diabetes-Screening, Screening-Untersuchungen für bestimmte Krebsarten, die häufig auftreten können. Da ist es sehr gut, wenn euer Arzt up-to-date ist. Und dann natürlich auch die Grenzen zu kennen, dass dann Allgemeinmediziner, sie sind Spezialisten für diese Art der häufigen Konsultationen, aber sobald natürlich jetzt eine seltene Diagnose vermutet wird oder bestätigt ist, dass dann auch immer die Meinung eines Spezialisten eingeholt wird. Das ist auch sehr wichtig, einfach weil Spezialisten mit einer seltenen Erkrankung viel häufiger zu tun haben. Ein Hausarzt mag eine seltene Erkrankung vielleicht nur ein- oder zweimal in der Karriere sehen, wohingegen Spezialisten das eben tagtäglich haben. Wie ist es beim spezialisierten Internisten? Was macht das? Ist es Dr. House? Nein. Auch hier ist natürlich Kommunikation ganz entscheidend. Einmal auch für die Zusammenarbeit mit dem Hausarzt, der Hausärztin, aber auch in der Zusammenarbeit natürlich mit anderen Spezialisten. Also in meinem Bereich der Rheumatologie kommt es sehr häufig zu Erkrankungen der Lunge mit diesen Autoimmunerkrankungen, sodass ich oft mit Lungenfachärzten in Kooperation bin. Und so ist das in vielen Dingen. Also selbst Spezialisten sind oft auf die Hilfe anderer Spezialisten angewiesen und müssen natürlich entsprechend gut kommunizieren. Auch in schriftlicher Weise, in Arztbriefen und so sich effizient ausdrücken. Und natürlich ebenso effizient kommunizieren mit dem Patienten, gerade auch was die Notwendigkeit von Medikamenten angeht. Natürlich ist hier eine Spezialisierung von Vorteil und natürlich, wenn der Arzt, die Ärztin auch eine gewisse Obsession beinahe für dieses Fachgebiet hat. Also dass wirklich sehr viel Fokus dann eben auf diesem Spezialgebiet ist. Hier ist es jetzt so, ich habe das mit dem Hammer dargestellt, hier, sobald wir wissen, es ist ein Nagelproblem, wollen wir natürlich den besten, den spezialisiertesten Hammer der Welt haben. Und hier ist das sicherlich von Vorteil. Trotzdem müssen natürlich auch andere Diagnosen, man darf sich jetzt nicht zu sehr in diese Diagnose verlieben, sondern auch andere Diagnosen müssen natürlich entsprechend berücksichtigt werden.
Klinische Forschung ist etwas, was Patienten generell sehr gerne sehen, wenn ein Arzt klinisch forscht. Das kommt darauf an, wie hilfreich das ist. Grundsätzlich kann das sinnvoll sein, wenn es zum Beispiel um schwere Krebserkrankungen geht, wo es keine etablierten Behandlungen mehr gibt. Dann kann es Vorteil sein, experimentelle Behandlungsmethoden auszuprobieren. Aber grundsätzlich ist eine etablierte Behandlung immer vorzuziehen, weil eine neue experimentelle Behandlung oft auch nicht funktioniert, oft schwere Nebenwirkungen haben kann und die meisten Medikamente eben keinen Vorteil bringen. Patienten sehen das oft sehr positiv, aber es kommt wirklich darauf an. Wie ist es beim Chirurgen, bei einer Chirurgin? Ganz klar, entscheidend ist wirklich die mechanische Übung, also das Geschick. Und sehr häufig mit dem Geschick einhergeht, ist doch einfach die Anzahl, wie häufig operiert wird und wie häufig auch dieser spezielle Eingriff durchgeführt wird in dieser Methode, um die es geht. Und nicht nur die Fallzahl dieses jeweiligen Chirurgens, sondern auch die Fallzahl der Institution. Wenn das nun die Operation an einem großen Krankenhaus stattfindet, wo jetzt nicht nur der Chirurg darin geübt ist, sondern auch das ganze Pflegepersonal, das entsprechende Krankengymnastik, da ist eine integrierte Behandlung, beispielsweise für den Hüftgelenksersatz, ist das ein großer, großer Vorteil. Das zeigt sich immer wieder, dass die Qualität da steigt, dass Komplikationen vermieden werden können. Und natürlich beim Chirurgen auch sehr entscheidend ist, dass der Chirurg ehrlich ist oder die Chirurgin und auch mögliche Alternativen zumindest erwähnen. Hier würde ich generell auch sagen, wenn ein Chirurg sagt, dass eine nicht-chirurgische Option auch vernünftig ist, dann bedeutet das oft, dass die Chirurgie nicht unbedingt notwendig ist. Was sind Red Flags? Also was sind Warnzeichen, wenn man vielleicht einen Arzt eher meiden sollte? Auf jeden Fall, wenn es Anzeichen gibt von gewissen Interessenskonflikten, beispielsweise Überkommerzialisierung, wenn es jetzt den Anschein hat, dass in dieser Arztpraxis es mehr um den Verkauf von alternativen Produkten, von Zusatzdienstleistungen, von alternativen Behandlungsmethoden geht, Nahrungsergänzungsmittel, oder wenn in dieser Praxis Pharmareferenten ein- und auslaufen. Das sind doch mögliche Warnzeichen, dass da vielleicht das Patientenwohl auch dem ökonomischen Wohl etwas untergeordnet sein könnte. In gewissem Ausmaß ist es natürlich normal, dass beispielsweise Akupunktur angeboten wird und solche Dinge, das ist nicht so bedenkenswert. Aber wenn wirklich der Eindruck entsteht, dass das zentrale Interesse dieser jeweiligen Praxis darin besteht, dann ist das ein Warnsignal, vielleicht doch woanders sich umzuschauen. Auch die Art der Empfehlung, also Empfehlung von einem Arzt sollte dann doch sehr euphorisch sein, wirklich eine sehr starke Empfehlung. Also wenn jetzt eine Empfehlung eher zurückhaltend ist, dann ist das auch ein Warnsignal, weil Ärzte grundsätzlich nicht schlecht über andere Ärzte sprechen. Also der Hausarzt, wie gesagt, ist natürlich sehr stark darauf angewiesen, auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen und wird nicht offen negative Dinge sagen, so dass natürlich auch das Sagen von wenig positiven Dingen auch indirekt ein Anzeichen sein könnte. Eine Möglichkeit, das zu fragen, ist auch, würden Sie den Arzt selber wählen? Haben Sie Familienmitglieder, den Sie zu diesem Arzt schicken oder so? Das kann unter Umständen auch hilfreich sein, da besser durch diese Antworten zu durchschauen. Und natürlich emotionale Erschöpfung des Arztes, der Ärztin. Also Burnout in Gesundheitsberufen ist ein Riesenproblem. Es ist eine sehr stressige Tätigkeit und natürlich, wie alle Menschen, können auch Ärztinnen und Ärzte emotional erschöpft sein und Burnout zeigen. Wenn jemand sehr zynisch wird, sehr aggressiv oder auch einfach vom Erscheinungsbild nicht gut ausschaut, das ist natürlich auch ein Warnsignal. Begrenzte Aussagekraft gibt es mehr so bei so Faktoren wie Ansehen. Ansehen des jeweiligen Arztes und Ansehen der Institution, das hat natürlich eine gewisse Relevanz, aber es gibt doch immer wieder Fälle, wo doch auch sehr hoch angesehene Institutionen und sehr hoch angesehene Ärzte sich als komplette Schwindler herausstellen.
Also das ist mit Vorsicht zu genießen. Das garantiert noch keine erfolgreiche Behandlung, dass jemand ein hohes Ansehen genießt. Auch würde ich nicht empfehlen, versuchen, das fachliche Wissen direkt zu beurteilen. Es ist oft als Patient doch vielversprechender, wenn man indirekt versucht, das zu beurteilen, weil jemand, der halt sehr gut organisiert ist, der gut vernetzt ist, der oder die einfach generell einen sehr kompetenten Eindruck macht, wie das ganze Unternehmen, die Klinik läuft, hat natürlich auch eine sehr gute Chance, dann auch fachlich gut zu sein. Die direkte Bewertung ist als Patient eher schwierig bis unmöglich. Online-Bewertungen, gerade in Deutschland, sind nicht so hilfreich. Also daher gibt es mehrere Studien, der Zusammenhang zwischen den Bewertungen und der Qualität in anderen Bereichen doch sehr schwach ist. Es gibt einen Zusammenhang, aber der ist eher schwach. Und gerade in Deutschland gibt es keine ausgeprägte Kultur der Arztbewertung oder von Arztbewertungsportalen. Wenn es aber dort sehr negative Bewertungen gibt, dann ist das natürlich auch, hat das auch eine Aussagekraft. Formelle Zertifizierungen auch haben eine begrenzte Aussagekraft, also Qualitätsmanagement, das zeigt dann doch eher, dass die Praxis oder der Arzt, die Ärztin daran interessiert ist, positiv zu erscheinen. Ist kein schlechtes Zeichen, aber darauf ist natürlich auch kein Verlass. Also, und wenn natürlich einer dieser Bereiche sehr negativ, also wenn jetzt jemand einen sehr schlechten Ruf hätte, das ist natürlich ganz klar dann ein starkes Red Flag auch. Also Zusammenfassung der Empfehlungen. Also es gibt sehr unterschiedliche Anforderungen, je nach Art des Arztes, den ihr sucht. Also sucht ihr einen Internisten, sucht ihr einen Chirurgen oder sucht ihr einen Hausarzt. Wenn ihr einen guten Hausarzt habt, ist das Gold wert. Dann behaltet diesen Hausarzt, diese Hausärztin. Denn deren Wissen ist essentiell, um gute Spezialisten zu finden, und achtet wirklich darauf, dass euer Hausarzt, wenn möglich, gut vernetzt ist. Was dabei klarerweise hilft, ist, wenn der Arzt, die Ärztin dann auch räumlich in einem Ärztehaus beispielsweise praktiziert. Bei Chirurgen und auch bei internistischen Spezialisten, die Prozeduren durchführen, ist diese Fallzahl sehr entscheidend. Zentren sind gut. Und ich gebe euch hier auch einen Link, da könnt ihr auch nachschauen für bestimmte Diagnosen, wie viele Fälle in bestimmten Krankenhäusern jährlich durchgeführt werden. Das kann auch sehr hilfreich sein, wenn ihr euch entscheiden wollt, wo ihr operiert werden wollt, zum Beispiel. Bewertungsportale generell sind begrenzt aussagefähig, können aber gewisse Warnsignale liefern. Generell bleibt aber zu sagen, ist die medizinische Versorgung in Deutschland gut oder sehr gut? Also generell seid ihr in dem System trotz immer wieder Horrormeldungen im internationalen Vergleich sehr gut bedient. Also wir können wirklich stolz darauf sein und ihr seid auch in guten Händen. Ich hoffe, mit diesen Tipps kann ich euch noch ein bisschen andere Anregungen geben. Das waren meine Empfehlungen auf die Frage, wie findet man einen guten Arzt? Jetzt interessiert mich natürlich brennend, was sind eure Empfehlungen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Worauf achtet ihr bei der Auswahl eures Arztes? Postet jetzt in die Comments, wenn euch der Inhalt interessiert. Abonniert den Kanal und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Medizinmann.